Na, wie klingt die Musik für euch? Ist das jetzt eher sowas Ruhiges, Verträumtes oder vielleicht noch mehr was Schnelles, Wildes? Habt ihr das gehört? Ich versuche hier eigentlich gerade ein Bild zur Musik zu malen. Was war das denn? Das war bestimmt ein Troll. Ein was? Ein Troll. Das sind Zwerge mit schiefe Zähne, struwwelige Haare und Knubbelnasen. Bei uns in Norwegen sind sie sehr berühmt. Ich habe sogar mal ein Stück zu einem Trollfest komponiert. Es heißt In der Halle des Bergkönigs. Ah, das kenne ich. Das ist doch dieses, Bam, 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 ba, bam, bam, ba, bam, bam, ba, bam, 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 ba. Das ist super. Das klingt total trollig. Wobei, Moment mal, dann sind Sie ja Edvard Grieg. Völlig richtig. Guten Tag. Guten Tag. Sie werden es nicht glauben, ich höre mir gerade eine Komposition von Ihnen an. Die Holberg Suite, gespielt vom HR Sinfonieorchester. Ja, eigentlich wollte ich gerade dazu ein Bild malen. Wieso? Sind Sie Maler? Zeigen Sie mal, was Sie da gemalt haben. Nee, ich bin kein Maler. Ich habe mich einfach nur von der Musik inspirieren lassen. Ja, mal gucken. Oh, das Bild hat ganz schön was abbekommen. Ich finde es interessant. Diese Farbe, diese Linienführung, der Schwung. Einfach perfekt. Naja, also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu malen zur Musik. Ihr müsst das unbedingt auch mal ausprobieren. Nehmt ein paar Stifte und ein paar Pinsel und dann lasst Musik zu Bildern werden. So, aber ich habe jetzt genug gemalt. So, damit hallo und herzlich willkommen zu Klasse Kids mit Juri. Wir hören uns heute die Holberg Suite an und lernen den berühmtesten Komponisten Norwegens kennen, Edvard Grieg. Ihr wisst ja, wenn da oben was eingeblendet ist, unbedingt merken, denn dann könnt ihr nachher beim Quiz richtig abräumen. So sah er übrigens aus, unser Edvard Grieg. Nein, das ist nicht Albert Einstein, der weltberühmte Physiker. Auch wenn die beiden sich wirklich verdammt ähnlich sehen. Man könnte wirklich denken, wir haben den gleichen Friseur. In jedem Fall haben wir den gleichen Humor. Also die Zeit, in der Edvard Grieg komponierte, nennt man in der Musikgeschichte übrigens die Romantik. Damit meint man Musik, die ungefähr zwischen 1820 und 1920 entstanden ist. Hier oben ist die Stadt Bergen. Sie liegt in Norwegen, einem der nördlichsten Länder Europas. Hier kam Edvard Grieg zur Welt, hier hat er gelebt und hier ist er auch gestorben. Ich war das vierte von 5 Kindern. Mein Vater war ein wohlhabender Kaufmann und meine Mutter eine Dichterin. Sie liebte das Klavier. Moment, wo habe ich das Bild von den beiden? Bestimmt hat es wieder ein Troll versteckt. Nein. So sahen die aus. Mit 6 Jahren bekam er übrigens Klavierunterricht von seiner Mutter. Ja, und mit 9 Jahren habe ich dann angefangen zu komponieren. In die Schule ist er gar nicht gern gegangen. Das stimmt. Oft habe ich absichtlich meinen Regenschirm vergessen, damit ich völlig durchnässt in der Schule ankomme. Dann wurde ich wieder nach Hause geschickt und musste nicht mit den anderen lernen. Und weil es bei uns in Norwegen sehr oft regnet, musste ich die 3. Klasse wiederholen. Oh, ich glaube, es zieht ein Unwetter auf. Keine Sorge, ich bin vorbereitet. Ihr seht aber, auch wenn es in der Schule nicht so läuft, kann als Erwachsener trotzdem noch was aus euch werden.
Zum Beispiel ein erfolgreicher Komponist wie Edvard Grieg. Übrigens, bei Albert Einstein war es ganz genauso. Der war auch nicht gut in der Schule und hat dann einen Physik-Nobelpreis bekommen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr das unbedingt nachmachen müsst. Immer schön fleißig sein. Naja, mit 15 Jahren bin ich dann von zu Hause ausgezogen nach Leipzig. Das ist über 1000 Kilometer von meiner Heimatstadt Bergen entfernt. Während seines Studiums wurde er schwer krank. Er bekam eine Brustfellentzündung, die einen seiner Lungenflügel zerstörte. Ja, er musste sein Studium abbrechen und hatte von da an immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Na, Moment mal, was ist denn da los? Also hier sind heute wirklich die Trolle los. Er heiratete seine Cousine, Nina Hagerup, und die war Sängerin. Für mich und meine Frau Nina habe ich ein wunderschönes Haus gebaut. Mit Blick auf das Meer. Ich habe das Haus Tolltaugen genannt. Trollhügel. Hier kann ich mit Blick auf das Wasser in aller Ruhe komponieren. Wenn die Trolle mich lassen. Auf dem Trollhügel hat Edvard Grieg seine berühmtesten Stücke komponiert. Zum Beispiel auch den Anfang der Suite aus Holbergs Zeit. Was eine Suite ist und woher das Stück den seltsamen Titel Aus Holbergs Zeit hat, das erfahrt ihr im nächsten Clip. Vorher hören wir uns aber den ersten Satz an, musiziert vom HR Sinfonieorchester. Und dieser erste Satz heißt Präludium. Präludium ist nicht Norwegisch, es ist Latein. Es heißt so viel wie Vorspiel und soll alle aufmerksam machen und zusammenrufen, weil jetzt etwas Besonderes passiert. Ach so, aber vorher passiert hier bei uns noch was Besonderes, denn wir spielen gemeinsam mit euch unser Quiz. Wir kommen zur allerersten Frage. Ich will von euch wissen, wie heißt die Stadt, in der Edvard Grieg mit seiner Frau Nina auf dem Trollhügel wohnte? War das A. Tälern, B. Ebenen oder C. Bergen? Na, habt ihr es noch gewusst? Also, mein Haus Tolltaugen, Trollhügel, von meiner Frau Nina und mir kann natürlich nur in meiner Heimatstadt Bergen in Norwegen stehen. Bergen in Norwegen, habt ihr es gewusst? Wir loggen es ein und die Antwort ist natürlich richtig. Damit kommen wir zur Frage Nummer 2. In welcher Epoche hat Edvard Grieg gearbeitet? War das A. die Klassik, B. die Romantik oder vielleicht C. der Barock? Na, habt ihr gut aufgepasst? Im Barock hätte ich ja eine Perücke tragen müssen. Mozart lebte in der Klassik, ich aber war ein Romantiker. Gefühle gingen mir über alles, was meinen Lehrern und meinem Vater oft zu viel war. Malen mit Tönen, das war mein Ding.
Ganz genau, Mozart war ein Klassiker. Vielleicht habt ihr ja auch unseren Clip zur kleinen Nachtmusik angeschaut. Wenn nicht, unbedingt mal reingucken. Edvard Grieg aber war natürlich ein Romantiker. Die Musikepoche der Romantik geht von 1820 bis ungefähr 1920. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage und die ist ganz schön schwer. Ich will von euch wissen, wie heißt der erste Satz der Suite, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben? Ist das A, das Refugium, B, das Sammelsurium oder vielleicht C, das Präludium? Du hast es ja selber verraten. Du hast Vorspiel gesagt. Und Vorspiel heißt auf Latein Präludium. Und das weiß ich, obwohl ich in der Schule nicht besonders gut war. Das könnt ihr ruhig mal meinen Paukern erzählen. Bah! Hey, immer schön höflich bleiben. Du kannst doch nicht unseren Zuschauern die Zunge rausstrecken. Oh, Verzeihung, ich wusste ja gar nicht, dass wir Zuschauer haben. Also, da sind bestimmt wieder die kleinen Trolle dran schuld. Die haben mich dazu verleitet. So, naja, dann wollen wir ihm das mal durchgehen lassen, wenn da die bösen kleinen Trolle dran schuld waren. Übrigens, wenn ihr nicht alles wusstet, kein Problem. Da müsst ihr nicht die Trolle fragen, da könnt ihr einfach auf unser Gadget-Board klicken. Da findet ihr alle Informationen noch einmal übersichtlich aufgelistet. Aber jetzt hören wir uns erstmal, gespielt vom HR Sinfonieorchester, den ersten Satz der Suite aus Holbergs Zeit an. Das Präludium. Denn mit Tönen kann man die schönsten Bilder malen. Viel Spaß.